In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der sowohl den Exponential Moving Average, EMA, als auch den Stochastic Oscillator verwendet, um Handelssignale zu bestimmen. Schauen wir mal, wie wir das machen können. Um zu beginnen, klicken Sie bitte auf das kleine Symbol hier oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur, um den Meta-Editor zu öffnen. Die Hauptfunktion, die wir verwenden, ist OnTick. Diese Funktion wird jedes Mal ausgeführt, wenn ein neues Preisangebot eingegangen ist. Innerhalb der OnTick-Funktion bestimmen wir zuerst unser Handelssignal mit der Funktion CheckEntry-EMA. Diese Funktion überprüft das Verhältnis zwischen zwei EMAs, um festzustellen, ob wir ein Kauf- oder Verkaufssignal haben. Wir bestimmen auch einen Filterwert mit der Funktion CheckEntry-Stochastic. Diese Funktion verwendet den Stochastic Oscillator, um unsere Signale zu filtern. Wenn wir sowohl vom EMA als auch vom Stochastic Oscillator ein Kaufsignal haben und keine offenen Orders vorliegen, geben wir mit der Funktion OrderSend einen Kaufauftrag auf und haben einen Stop-Loss 1500 Punkte unter dem Ask-Preis und einen Take-Profit 50 Punkte über dem Ask-Preis festgelegt. Ebenso platzieren wir für ein Verkaufssignal von beiden, dem EMA und dem Stochastic Oscillator, und wenn keine offenen Orders vorliegen, einen Verkaufsauftrag. Der Stop-Loss wird 1500 Punkte über dem Bidpreis und der Take-Profit 50 Punkte unter dem Bidpreis festgelegt. Dann geben wir unser Handelssignal und den Filterwert direkt auf dem Chart mit der Funktion Comment aus. Jetzt schauen wir uns die Funktion CheckEntry-EMA genauer an. Hier berechnen wir zwei EMAs für die aktuellen und vorherigen Kerzen. Wir verwenden einen 20-Perioden-EMA und einen 50-Perioden-EMA. Wenn der 20-Perioden-EMA den 50-Perioden-EMA kreuzt, haben wir ein Kaufsignal. Umgekehrt haben wir bei Kreuzung des 20-Perioden-EMA unter den 50-Perioden-EMA ein Verkaufssignal. Als nächstes die Funktion CheckEntry-Stochastic. Wir verwenden den Oscillator, um unsere Signale zu filtern. Wir haben die K-Periode auf 5 und die D-Periode auf 3 festgelegt. Wenn sowohl die K- als auch die D-Werte unter 20 liegen und der K-Wert den D-Wert kreuzt, haben wir ein Kaufsignal. Wenn beide Werte, K und D, über 80 liegen und der K-Wert den D-Wert kreuzt, haben wir ein Verkaufssignal. Sobald Sie den Code verstanden haben und alle notwendigen Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie F7, um das zu kompilieren. Wenn alles korrekt ist, sollten keine Fehler oder Warnungen auftreten. Wenn das alles zu schnell für Sie war oder Sie nicht verstehen, was der gesamte Code macht, sollten Sie vielleicht den Premium-Kurs auf unserer Website besuchen oder zuerst eines der Grundlagenvideos ansehen. Jetzt testen wir unseren Expert Advisor. Gehen Sie zurück zu MetaTrader, indem Sie F4 drücken oder auf das Symbol klicken. In MetaTrader drücken Sie Steuerung und R, um den Strategietester zu starten. Wählen Sie den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben. Aktivieren Sie den visuellen Modus und starten Sie einen Strategietest. Sie sollten jetzt den Expert Advisor im Chart in Aktion sehen. Für diejenigen, die die Indikatoren sehen möchten, können Sie sie entweder manuell einfügen oder den ersten Test stoppen, die Vorlage als Tester.tpl speichern und dann werden die Indikatoren im nächsten Strategietest angezeigt. Wenn Sie bereits Mitglied im Premium-Kurs sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail. In diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie mit nur wenigen Zeilen MQL4-Code einen Expert Advisor erstellen, der den EMA und den Stochastic Oscillator verwendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.